Schließ die Augen. Was siehst du, wenn du an Kanada denkst? Vielleicht die schier unendlichen Wälder Ontarios, in denen der Herbst die Bäume in Rot, Gold und Orange färbt. Vielleicht die majestätischen Rocky Mountains, wo Elche durch verschneite Täler ziehen. Vielleicht ein kleiner Holzsteg an einem stillen See, auf dem Nebel liegt, während die Sonne langsam aufgeht. Kanada. Das klingt nach Frieden, nach Ruhe, nach einem Ort, an dem man endlich durchatmen kann. Viele träumen davon, genau dort ihren Ruhestand zu verbringen. Ein Land, das sicher, sauber und freundlich wirkt. Ein Land, in dem man seine Tage nicht in Angst vor Kriminalität oder im Chaos des Südens verbringt, sondern in der Klarheit der Natur. Ein Land, das für Weltoffenheit, Stabilität und Lebensqualität steht. Doch genau an diesem Punkt platzt oft die Seifenblase. Denn so sehr Kanada Touristen liebt, so sehr es Arbeitskräfte aus aller Welt willkommen heißt, Rentner sind dort nicht erwünscht. Kanada kennt kein Rentnervisum. Wer glaubt, einfach mit seiner deutschen, österreichischen oder Schweizer Rente auswandern zu können, steht schnell vor verschlossenen Türen. Das liegt an der Logik des kanadischen Einwanderungssystems. Seit Jahren setzt das Land auf das Express-Entry-System, ein Punktesystem, das Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und andere Faktoren gewichtet. Bis 29 Jahre gibt es die volle Punktzahl. Ab 30 beginnt der Abstieg. Mit 40 sind schon viele Punkte weg. Und ab 45 Jahren gibt es schlicht 0 Punkte mehr für das Alter. Das bedeutet, wer über 45 ist, kann im Standardverfahren praktisch keine Chance mehr haben, wenn er nicht durch andere Kategorien kompensiert. Und für Rentner, die weder arbeiten noch studieren wollen, gibt es in diesem Raster keinen Platz. Heißt das, dass es völlig unmöglich ist? Nein, aber die wenigen Wege sind steinig, teuer und erfordern oft ein Maß an Energie, das viele im Rentenalter nicht mehr aufbringen wollen. Eine Möglichkeit sind die Investor- und Unternehmerprogramme. Kanada hat in verschiedenen Provinzen Varianten davon, etwa in British Columbia, Ontario oder Quebec, das früher ein besonders populäres Investorenvisum hatte, inzwischen aber stark verschärft wurde. Die Summen sind hoch. 200.000, 500.000, teilweise über $1 Million. Aber noch wichtiger, es reicht nicht, das Geld einfach zu investieren. Kanada will, dass du ein Unternehmen gründest, leitest und Arbeitsplätze schaffst. Das klingt für einen 30-Jährigen aufregend. Aber für jemanden mit 65? Willst du in diesem Alter wirklich noch einmal Geschäftspläne schreiben, Mitarbeiter einstellen, Bilanzen führen und dich durch die kanadische Steuerbürokratie kämpfen? Daneben gibt es die Provincial Nominee Programs. Hier entscheiden die Provinzen selbst, wen sie aufnehmen. Manche Provinzen ignorieren das Alter, wenn die Qualifikation außergewöhnlich ist. Wenn du zum Beispiel ein gefragter Arzt bist, ein hochspezialisierter Ingenieur oder ein Unternehmer mit internationalem Track Record, kannst du eingeladen werden, auch jenseits der 50. Für wirklich hochqualifizierte Talente gilt, du brauchst nicht zwingend ein Jobangebot oder einen Sponsor. Du kannst einwandern, die Arbeitserlaubnis bekommen und theoretisch selbst entscheiden, ob du tatsächlich arbeitest oder nicht. Aber seien wir ehrlich, das System ist so konzipiert, dass man arbeitet. Wer mit 65 kommt und nicht mehr arbeiten möchte, passt eigentlich nicht ins Raster. Eine weitere Kategorie ist die Familienzusammenführung. Wenn deine Kinder oder Enkel bereits kanadische Staatsbürger sind, kannst du als Elternteil nachziehen. Doch diese Programme sind begrenzt, oft überzeichnet, mit Wartezeiten von mehreren Jahren. Außerdem verlangen sie, dass die Kinder finanziell für dich einstehen. Für viele keine realistische Option. Bleibt der halboffene Weg über das Besuchervisa. Damit darfst du bis zu 6 Monate am Stück bleiben. Viele sogenannte Snowbirds nutzen das. Sie verbringen den Sommer in Kanada, wenn das Land am schönsten ist, und fliegen im Winter nach Florida, Mexiko oder zurück nach Europa. Für ein Ferienhaus am See mag das reichen, aber ein Daueraufenthalt ist das nicht. Und selbst wenn du es schaffst, mit viel Geld oder über Umwege eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, der Alltag kann härter sein, als die Postkartenbilder versprechen. Kanada ist großartig, ja. Aber es ist auch kalt, teuer und logistisch herausfordernd. Die Winter in weiten Teilen des Landes sind gnadenlos. -20 Grad sind keine Seltenheit. Schneeberge stapeln sich monatelang.
Wer glaubt, er könne im Alter einfach entspannt nach Kanada ziehen, unterschätzt die Belastung. Häuser müssen beheizt, Einfahrten ständig vom Schnee befreit werden. Viele Rentner unterschätzen auch, wie einsam die Weite sein kann. Der nächste Arzt kann 1 Stunde entfernt sein, der nächste Supermarkt 40 Kilometer. Das Gesundheitssystem ist öffentlich und im Grundsatz stark, aber Wartezeiten für Facharzttermine oder Operationen sind legendär. Wer sich als Älterer auf Kanada verlässt, muss sich darauf einstellen, für planbare Eingriffe monatelang zu warten oder in den teuren Privatsektor auszuweichen. Auch die Immobilienpreise sind für viele ein Schock. In Vancouver oder Toronto sind Häuser für normale Rentner unerschwinglich. Ein Haus am See im Nirgendwo ist günstiger, aber dort kommt die Einsamkeit, die schwache Infrastruktur und die medizinische Unterversorgung. Man muss es klar sagen, Kanada ist kein Land, das Pensionäre mit offenen Armen empfängt. Es sucht Junge, die arbeiten und Steuern zahlen. Es sucht Unternehmer, die investieren. Es sucht außergewöhnliche Talente, die dem Land Prestige bringen. Aber den klassischen europäischen Rentner, der einfach seine Pension mitbringen möchte, will Kanada nicht. Und Kanada ist damit nicht allein. Die anderen großen angelsächsischen Einwanderungsländer haben dieselbe Haltung. Im Vereinigten Königreich gibt es heute kein realistisches Investorenvisum mehr. Das frühere Tier 1 Investor Visa wurde 2022 ersatzlos gestrichen, weil es zu stark von Oligarchen und zweifelhaften Geldquellen genutzt wurde. Wer heute nach Großbritannien auswandern will, hat im Grunde nur 2 ernsthafte Schienen. Entweder ein Jobangebot von einem britischen Arbeitgeber, Skilled Worker Visa, Altersgrenze gibt es formal keine, aber realistisch wird man jenseits der 50 ohne Spitzenqualifikationen kaum genommen. Oder den Weg über das Global Talent Visa für außergewöhnliche Fähigkeiten in Bereichen wie Wissenschaft, Forschung, Technologie oder Kunst. Hier braucht man keinen Sponsor, kein Jobangebot, sondern die Anerkennung als international herausragendes Talent. Für normale Rentner ohne Arbeitsabsicht sind beide Routen aber praktisch unerreichbar. Australien hat ein fast identisches Punktesystem wie Kanada. Auch hier gilt, ab 45 ist Schluss. Keine Punkte mehr fürs Alter. Wer älter ist, kommt nur noch über ein Investorenvisum rein. 5 Millionen australische Dollar Mindestinvestition. Und auch dort gilt, das Geld muss aktiv in der Wirtschaft eingesetzt werden, nicht einfach auf dem Konto liegen. Neuseeland wiederum verlangt für seine Investorvisa je nach Kategorie mehrere Millionen neuseeländische Dollar und Nachweise, dass man tatsächlich ein Geschäft führt oder Kapital produktiv einsetzt. Auch dort keine Chance für den normalen Rentner. Selbst das Parent-Visa-Programm ist stark beschränkt und kann Wartezeiten von 10+ Jahren haben. Die Botschaft ist also eindeutig. Diese Länder wollen Arbeitskräfte oder Kapital, keine Rentner. Man könnte es zynisch so formulieren: Ihr seid willkommen als Touristen, aber nicht als Neubürger. Das unterscheidet sie fundamental von klassischen Rentnerparadiesen wie Spanien, Portugal, Griechenland, Thailand oder Mexiko. Dort reicht oft der Nachweis einer monatlichen Rente und ein einfacher Visumsantrag. Dort freut man sich über Pensionäre, die ihr Geld ins Land bringen, Immobilien kaufen, Restaurants füllen. In Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien dagegen sieht man nur die Kosten. Ältere Einwanderer bedeuten höhere Gesundheitsausgaben, aber keine Steuereinnahmen mehr. Und deshalb bleibt am Ende die brutale Frage: Willst du dir das wirklich antun? Willst du mit über 50 oder 60 Jahren noch einmal den Kampf aufnehmen? Mit Formularen, Behörden, Steuerberatern, Investorenplänen? Willst du wirklich ein Unternehmen gründen, Mitarbeiter einstellen, dich in einer neuen Kultur beweisen, nur um dir den Traum von Kanada zu erfüllen? Oder ist es ehrlicher, Kanada so zu sehen, wie es für die meisten bleibt, als atemberaubendes Reiseziel, als Ort, an dem man Urlaub machen kann, wo man vielleicht ein Ferienhaus besitzt, wo man jeden Sommer die Ruhe der Seen genießt, aber nicht als Altersheim der Welt. Denn Kanada liebt Touristen, es liebt Arbeitskräfte, es liebt Kapital. Aber Rentner? Rentner sind nicht willkommen. Nicht in Kanada, nicht in Australien, nicht in Neuseeland, nicht im Vereinigten Königreich. So hart es klingt, für den Lebensabend gibt es bessere Orte. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.